Ich bin Göks. Mit 8 Monaten bin ich zu 100% erblindet. Daher möchte ich euch zeigen, wie ich die Dinge im Leben sehe. Augen auf für den nächsten Beitrag. Heute möchte ich euch eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit erzählen. Ich bin mir sicher, jeder erinnert sich gerne an seine Kindheit zurück. Dieses Gefühl, einfach wieder Kind zu sein, sorglos, sich einfach nur darum zu sorgen, was spiele ich heute, was mache ich heute. Genauso auch bei mir. Ich erinnere mich gerne an meine Kindheit zurück. Es war wieder einer dieser Tage in den 90ern. Da müsste so 1997 gewesen sein. Mein Vater ist zu mir gekommen in mein Zimmer und sagt: Hey, zieh dich an, Junge. Zu der Zeit war ich ungefähr 7 Jahre alt. Ich habe mich immer gefreut, wenn wir zusammen ins Einkaufszentrum gefahren sind. Es war immer ein tolles Erlebnis. Wir haben uns alle fertig gemacht, uns angezogen. Ich war dabei, mein kleiner Bruder, meine Mutter, meine Schwester, wie es halt so ist früher, einfach als Familie ins Einkaufszentrum gefahren. Wir steigen ins Auto, ich ganz aufgeregt. Es war ein kalter, verschneiter Januartag. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, als ob es gestern gewesen ist. Ich bin voller Vorfreude einfach, was mich heute wieder erwartet. Es war wirklich, wie gesagt, immer ein Erlebnis, ins Einkaufszentrum zu fahren. Als wir angekommen waren, wir stiegen aus, gingen ins Einkaufszentrum rein und schlenderten einfach zusammen als Familie. Es war voll schön, wenn ich jetzt zurückdenke. Ich werde richtig nostalgisch. Meine Mutter, ganz aufgeregt, verschwand natürlich wie immer in den Klamottenläden. Mein Vater hockt einfach nur rum, erstmal beobachtet die Szenerie. Und wir Kinder, wir wussten gar nicht so recht, wo wir anfangen sollten. Sollten wir ins Bällebad im McDonald's gehen? Früher gab es in Einkaufszentren noch so Karussells, wo man einfach draufsteigen konnte. Und für 1 Mark konnte man so eine Runde Karussell fahren. Gab es früher alles. Heutzutage ist es nicht mehr üblich. Sollten wir dahin gehen? Oder sollten wir uns erstmal, ich weiß, es war Januar, aber trotzdem, sollten wir uns erstmal ein Eis holen? So verging ein bisschen Zeit. Ja, dann war die Zeit gekommen, dass wir alle zusammen uns wieder versammelt hatten. Meine Mutter hatte 1, 2 Tüten in der Hand. Und wir sind zusammen ins Karstadt gegangen. Mein Vater sagte zu mir: Mein Sohn, du hast bald Geburtstag und heute bekommst du dein Geschenk. Ich krieg gerade eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil ich kann mich ganz genau daran erinnern, an diesen Tag. Komisch, das Ganze liegt jetzt schon knapp 27 Jahre zurück. Ich habe mich natürlich gefreut, wie es halt so ist als 7-Jähriger, und war gespannt, was mein Vater mir dieses Mal kaufen würde. Wir gingen zum Verkäufer. Und mein Vater wusste schon ganz genau, was er mir kaufen wollen würde. Er sprach mit dem Verkäufer, ich bekam es damals nicht richtig mit. Ich habe nur mitbekommen, dass er mit dem Verkäufer gesprochen hat. Sie unterhielten sich 5, 6 Minuten lang. Der Verkäufer kam zu mir und sagt: Ja, jetzt bekommst du gleich dein Geburtstagsgeschenk, was ganz Tolles. Gespannt wartete ich drauf. Der Mann ging hinter ins Lager und holte es. Dann kam er zurück und in seiner Hand, er stellte es vor mich hin, ein riesengroßer Karton. Ich habe ihn angefasst, von jeder Seite. Ich konnte nicht wissen, was es ist. Ich kann den Aufdruck nicht lesen, weil ihr müsst wissen, ich selber sehe nichts, auch damals schon nicht. Ich habe mit 8 Monaten meine Sehfähigkeiten verloren aufgrund eines Tumores, und die Chemotherapie hat dazu geführt, dass mein Sehnerv zwischen Auge und Gehirn ausgetrocknet ist. Also damals war ich 8 Monate, als das passiert ist. Auf jeden Fall zurück zur Geschichte. Ich habe den Karton befühlt, angefasst und konnte mir natürlich nicht darunter was vorstellen, was es denn genau jetzt nun sein wird. Der Verkäufer hat mich gefragt, soll ich es mal aufmachen? Und ihr kennt das doch, wenn man was frisch gekauftes öffnet, dieser neue Geruch einfach, der aus diesem Karton kommt. Das hat sich damals immer ganz toll angefühlt. Fun Fact, tut sich heute immer noch ganz gut anfühlen, wenn ich was auspacke. Ist vielleicht eine Erinnerung an damals immer. Ich habe ganz aufgeregt darin gewühlt. Was kam mir als erstes in die Hand? Ein Controller. Ich wusste natürlich damals nicht, dass es ein Controller war. Aber ein Controller kam mir in die Hand. Ich habe meinen Vater aufgeregt gefragt: Papa, was ist das? Und er sagt: Mein Sohn, du kriegst heute zu deinem 7. Geburtstag einen Nintendo 64.
Ich habe mich riesig gefreut. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen. Was geht in dem Mann sein Kopf vor, dass er seinem blinden Sohn zum 7. Geburtstag einen Nintendo 64 schenkt? Ich sprang wild herum, habe mich richtig gefreut. Ich hatte damals nur Berührungen mit einer Super Nintendo gehabt und das hatte mir schon damals gefallen, auch wenn ich visuell davon nichts hatte. Einfach diese Sounds, diese neuartigen Geräusche, die aus dem Fernseher kamen, wenn ich einen Knopf gedrückt habe. Das war einfach ein schönes Erlebnis, ein cooles Erlebnis. Ihr kennt es doch, wenn man als Kind was Neues entdeckt. Und für mich ist halt die ganze Welt, hat sich über Sounds abgespielt und ist heute immer noch so. Mein Vater hat in dem Moment weiter mit dem Verkäufer geredet. Ich habe aber nicht mitbekommen, um was es ging. Und dann kam der Verkäufer zu mir. Damals wurde das Nintendo-Paket immer im Bundle verkauft mit Super Mario 64. Ein Spiel, was ich natürlich nicht wirklich spielen kann, aufgrund meiner Einschränkung, dass ich nicht sehen kann. Der Verkäufer kam aber zu mir und hat mich gefragt, was möchtest du gerne spielen? Ich habe kurz überlegt, habe dann zum Verkäufer gesagt, ja, ich mag gerne Autorennen. Für mich war halt, wie gesagt, immer der Sound wichtig, das Visuelle natürlich nicht. Und zu der Zeit hat es mir irgendwie die Geräuschkulisse von Autos angetan. Und dann habe ich gesagt, ich mag Autorennen. Und dann hat der Verkäufer kurz geschaut und hat gesagt, wir haben Diddy Kong Racing da. Das ist ein tolles Spiel. Da geht es um Autorennen und so ähnlich aufgebaut wie Mario Kart. Manche finden es sogar besser, hat er damals gesagt. Und mein Vater hat dann in der Zeit, wo er da mit dem Verkäufer gesprochen hat, ausgehandelt, dass er nicht mir im Starter-Set Super Mario 64 gibt, sondern dass ich einfach Diddy Kong Racing dazu bekomme. Also ein Spiel nach meiner Wahl. Und die Wahl fiel halt auf Diddy Kong Racing. Wir sind dann Richtung Auto gelaufen. Im Auto war ich aufgeregt. Wie wird es wohl sein? Und mein Vater hat mir zu der Zeit gesagt, dass die Nintendo ganz neu rausgekommen ist. Wir sind ins Auto gestiegen und die Vorfreude als Kind, wenn man sich auf was richtig freut, war einfach riesig. Gleich zu Hause angekommen, wollte ich es natürlich direkt auspacken, an meinen Fernseher anschließen. Und ja, ich hatte damals einen Fernseher im Zimmer, auch wenn es mir visuell natürlich nichts gebracht hat. Aber ich wollte es gleich anschließen und losspielen. Mein Vater hat gesagt, nein, du musst bald schlafen gehen, morgen erst. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass die Enttäuschung zu der Zeit richtig groß war. Aber er war immer so eingestellt, schulischen Pflichten nicht vernachlässigen und natürlich danach Spaß haben. Also konnte ich natürlich nicht am ersten Tag, leider Gottes, mit meiner Nintendo 64 direkt losspielen. Gesagt, getan, ich bin schlafen gegangen, enttäuscht, bin aufgestanden, bin zur Schule und mein einziger Gedanke war nur, ich muss endlich Nintendo 64 spielen. Ich habe auch in der Schule nur daran denken können. Das war einfach verrückt, dass man sich als Kind einfach so krass auf eine Sache fokussiert. Das kann man heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr als Erwachsener. Der Tag in der Schule ging schnell vorbei, in Anführungsstrichen. Mir kam es wie eine Ewigkeit vor. Und als ich dann daheim war, konnte ich es einfach nicht mehr abwarten. Ich musste trotzdem noch warten, bis mein Vater von der Arbeit kommt, weil er war damals der Einzige, der sich bei uns auskannte, wie man etwas an den Fernseher anschließt. Irgendwann kam mir dieses vertraute Geräusch in die Ohren, dass, wenn sich ein Schlüssel im Schloss umdreht, und ich wusste, mein Vater kam heim. Der Mann ist wahrscheinlich richtig müde gewesen von der Arbeit und das Erste, was ich mache, ich renne auf ihn zu und sage, Baba, da bist du ja endlich, komm, wir müssen die Nintendo aufbauen. Obwohl er so müde war, hat er sich trotzdem direkt die Zeit genommen und hat das Gerät mit mir am Fernseher zusammen angeschlossen. Er hat mir immer das Gefühl vermittelt, dass ich auch im kleinen Alter nicht unwichtig bin, sondern er hat mich zum Beispiel die Kabel am Fernseher anstecken lassen. Hat gesagt, dahin musst du das anstecken, dahin musst du dies machen, hat es mir damals schon immer beigebracht. Nachdem alles verkabelt war, habe ich das allererste Mal den Nintendo eingeschaltet. Eine Geräuschkulisse prasselte auf mich ein, wie ich es vorher noch nie gekannt habe. Ich meine, Kinder lachen, Autos fahren. Ich wusste gar nicht so wohin, wie ich das alles einordnen soll. Und dann hat es einfach an mir gelegen, das jetzt alles zu lernen. Welches Geräusch ist wofür zuständig? Wenn ich zum Beispiel den A-Knopf betätigt habe, dann kam ich jetzt erstmal in die Charakterauswahl.
Beispielsweise. Ich erkläre es euch jetzt nur aus meiner Sicht. Und mein Vater saß 1-2 Stunden mit dabei und hat mir immer versucht zu erklären, was gerade geschieht, damit ich mich, wenn ich mal alleine spiele, einfach zumindest daran gewöhne. Zum Beispiel B-Knopf, kommt ein Geräusch für Bremsen. Okay, ich weiß, das ist Bremsen. Wenn mich jemand im Spiel abgeschossen hat, weiß ich, das war dieses Geräusch. Das hat er mir damals alles erklärt. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man dann erstmal drin ist im Spiel. Man will gar nicht mehr aufhören. Und so war es auch bei mir. Obwohl ich nichts gesehen habe vom Spiel, war es einfach eine beeindruckende Soundkulisse für mich damals. Und jedes Mal kam ein neuer Sound hinzu, wenn ich irgendwie ein Level weiter war. Was ich natürlich nicht alleine geschafft habe, ein komplettes Rennen zu gewinnen. Darum ging es auch gar nicht für mich damals. Es ging einfach darum, diese Sounds kennenzulernen und dieses Gefühl zu haben, da passiert gerade was und ich bin derjenige, der diese Aktion auslöst mit einem Knopfdruck auf A oder Knopfdruck auf B. Selbst einfach auf Start zu drücken hat mir Spaß gemacht, weil da ein ganz anderer Sound war. Das waren so die ersten Berührungen, die ich mit Spielen hatte, was Spiele überhaupt sind auf einer Konsole. Ich bin meinem Vater ewig dankbar, dass er mir damals, obwohl ich blind bin, eine Konsole einfach zum 7. Geburtstag geschenkt hat. Ich meine, ihr merkt ja, ich kann den Tag so detailliert wiedergeben. Das ist mir einfach im Kopf geblieben. Ich bin mir sicher, dass ihr auch solche Stories habt, die ihr gerne einfach erzählen würdet, der ganzen Welt. Ich freue mich einfach darüber, dass ich so eine schöne Erinnerung im Kopf habe. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergegangen ist oder was ich noch so erlebt habe, dann könnt ihr mir gerne das in die Kommentare schreiben. Ich will euch auch gar nicht langweilen, ehrlich gesagt, aber ich finde, es ist so eine schöne Geschichte, eine Anekdote, die ist es einfach wert zu erzählen. Und ich würde mich freuen über euer Feedback und sage einfach bis zum nächsten Mal.